It's much too long. Und ich habe ungefähr einen 5-stündigen Talk geschrieben. Das nicht gesagt. He said it's a 5-hour talk, could be. Yeah. Very good. And also, I've promised one friend has come a long way to get here today. Und ich habe auch einem Freund versprochen, der eine sehr lange Anreise hatte. And he's a Star Trek fan, so I promised to get Star Trek into Und er ist ein Star Trek Fan, also ich habe ihm versprochen, dass ich Star Trek erwähnen werde in dem Vortrag. Good. No, it's coming. Oh. It's coming. We say Paranirvana. Also wir sagen Paranirvana. We don't say the death of the Buddha. Wir sagen nicht der Tod des Buddhas. Paranirvana is like the perfect enlightenment. Also Paranirvana ist wie die perfekte Erleuchtung. So the Buddha gained enlightenment in his life. Der Buddha hat Erleuchtung erlangt, während er lebte. But especially when he's old, his body gave him a lot of trouble. Und dann später im hohen Alter hat sein Körper ihm große Schwierigkeiten bereitet. So when we would say the Buddha dies, und was wir sagen würden, in dem Moment, wo der Buddha stirbt, wie wir sagen würden, it's like the full enlightenment takes place. Laut buddhistischer Tradition ist das der Moment, wo die volle Erleuchtung stattfindet. And we cannot understand it. Und wir können das nicht verstehen. Yeah? Star Trek. In Star Trek, the captain often comes across a strange life form. Also bei Star Trek gibt es diesen Kapitän, der komischen Lebensformen begegnet. It might be an intelligent plant, vielleicht eine intelligente Pflanze, or an intelligent rock. Oder ein intelligenter Stein. And the doctor would always say, "It's life, Jim, but not as we know it." Der Doktor sagt dann immer, es ist Leben, Jim, aber nicht so, wie wir es kennen. Well, if the two were here for the Paranirvana of the Buddha, also wenn die beiden hier jetzt wären, für diese Feierlichkeit, he'd say, "Well, it's death, Jim, but not as we know it." Ich würde sagen, es ist tot, aber nicht, wie wir es kennen, Jim. And I mean, sorry to be so frivolous, yeah? Entschuldigt meine Frivolität. But Sangharakshita himself has seemed a little bit frivolous to me over death. Und unser eigener Lehrer Sangharakshita hatte auch diese Frivolität manchmal, wenn es um den Tod ging. I remember years ago I had to do 2 funerals in almost a week. Und vor ein paar Jahren musste ich 2 Beerdigungen innerhalb von einer Woche leiten. And one was an 8-month-old baby. Eins war ein 8 Monate altes Baby. And the other was an 80-year-old man. Und die andere Beerdigung war ein 80-jähriger Mann. And talking to Sangharakshita afterwards, und nach den beiden Beerdigungen sprach ich mit Sangharakshita. He said, "Isn't that funny?" Und er sagte, ist das nicht lustig? One so young and one so old. Einer so jung und einer so alt. And I thought, funny is not the word that I would use. Und ich dachte, so lustig ist nicht das Wort, was ich benutzen würde. And I remember an order member going to visit Bhante because the order member had cancer. Und ich erinnere mich, dass es mal ein Ordensmitglied gab, der Krebs hatte und zu Sangharakshita ging, mit ihm zu sprechen. And the man knew he had about 4 weeks to live. Und er wusste, dass er nur noch 4 Wochen zu leben hatte. And Bhante said, "Well, at least you know when it's coming." Und Bhante sagte, wenigstens weißt du, wann es kommen wird. So there's this very light attitude to death. Also da ist eine sehr leichte Haltung dem Tod gegenüber. And Bhante died about a year and a half ago. Und Bhante, unser Lehrer, starb ungefähr vor einem Jahr. And lying in hospital, the doctor came in. Und als er im Krankenhaus lag, kam der Arzt rein. And the doctor said, "You have sepsis, this is serious." Und der Doktor sagt, du hast eine Blutvergiftung, das ist sehr, sehr ernsthaft. And Bhante said, "When you say serious, do you mean fatal?" Und Bhante sagte, wenn du sehr ernst sagst, meinst du damit tödlich? And the doctor said, "We don't use that word." Und der Arzt sagte, wir benutzen dieses Wort nicht mehr. And then Sangharakshita said, "Oh, I need to change my plans." Und Sangharakshita sagte dann, in diesem Fall muss ich meine Pläne ändern. And he turned to a friend and said,
will you please take back my library books? Und er hat sich zu dem Freund umgedreht und gesagt, könntest du bitte die Bücher, die ich ausgeliehen habe, in der Bibliothek zurückbringen? He died the next evening. Und er starb am nächsten Abend. But one interesting thing, he noticed that he didn't have his caser with him. Aber eine Sache, die interessant war, dass er bemerkt hat, dass er nicht seine Käser mit sich hatte. And somebody had to bring it from the community. Und jemand fuhr zurück zur WG, um sie zu holen. And when the caser arrived, Und in dem Moment, als die Käser dann ankam, and Banti had the caser, und als er sie umgelegt hatte, he died. starb er. So, what I want to do is have a look at the last year of the Buddha. Und was ich jetzt tun will, ist mir das letzte Jahr des Buddhas angucken. It's a bit of a road trip. Und es ist wie so ein Roadtrip. Yeah. Wie doch in German. No, but road trip works quite well. Eine Rundfahrt. Yeah, yes. And it all happens in sort of northeast of India. Und es passiert alles im Nordosten Indiens, It's just below the Himalayas also etwas südlich vom Himalaya and a bit above Calcutta. und etwas nördlich von Kalkutta. So let's start at the Vulture's Peak. Also lass uns am Gaia-Gipfel beginnen. And last night I had a look at it on Wikipedia. Und ich habe das gestern Abend auf Wikipedia nachgeschlagen. And it's a very steep little hill. Und es ist ein sehr, sehr steiler kleiner Hügel. And maybe the vultures just love the updrafts there. Vielleicht lieben die Geier einfach nur diesen Aufwind. But the Buddha loved it too. Aber der Buddha mochte auch sehr gerne in Rajgir, also im Gaia-Gipfel sein. So I won't go into details now. Ich werde da nicht groß Details zu verlieren. But at the beginning of this year, the Buddha gives a teaching on how to keep the order stable. Aber am Beginn dieses Jahres, über das ich jetzt sprechen möchte, gab der Buddha eine Lehrrede darüber, wie man den Orden, die Gemeinschaft stabil halten kann. And he also gave another teaching, the threefold path. Und außerdem sprach er über den dreifachen Pfad. And it says he gave this teaching of the threefold path often. Und es wird gesagt, dass er diese Lehre des dreifachen Pfades sehr oft gab. After a while at Vulture's Peak, he decides to move on. Und nach einer Weile an diesem Gaia-Gipfel geht der Buddha weiter. And he walks to Ambalatika. Und er erreicht einen Ort, der Ambalatika heißt. And there's a big community there. Eine große Gemeinschaft gibt es dort. And he decides to teach them the threefold path. Und er entscheidet, auch dort den dreifachen Pfad zu lehren. And it says he taught them this often. Und es wird gesagt, dass er das auch dort oft gelehrt hat. Yeah. Then I think maybe it's the Buddha just likes a change. He decides to go to Nalanda. Und dann geht der Buddha weiter nach Nalanda. You can see the ruins of it today. Und es gibt heute immer noch die Ruinen von Nalanda, die man sehen kann. It became a huge international Buddhist university. Es war zu einer Zeit in der Vergangenheit eine riesige buddhistische Universität. And in this last year, there are a number of famous little stories from the life of the Buddha. Es gibt viele, viele berühmte Geschichten über den Buddha in seinem letzten Lebensjahr. And one of them happens at Nalanda. Und eine passiert in Nalanda. His dear friend, his cousin Ananda, suddenly makes this declamation. Und sein guter Freund und Cousin Ananda ruft auf einmal aus. It's called a lion's roar. Und es wird ein Löwengebrüll genannt. And Ananda says, basically, Lord, you're the best. Und Ananda sagt einfach nur, Herr, du bist der Beste. He says, you're the best of all the Buddhas in the past. Du bist der Beste von allen Buddhas der Vergangenheit. You're the best of all the Buddhas in the future. Und du bist der Beste aller Buddhas der Zukunft. And Ananda, who is not enlightened, Und Ananda ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht erleuchtet, is questioned by the Buddha. wird vom Buddha gefragt, Do you know the Buddhas of the past? kennst du denn die ganzen Buddhas der Vergangenheit? No, Lord. Nein, Herr. Do you know the Buddhas of the future? Kennst du die der Zukunft denn alle? No, Lord. Nein, Herr. Do you know me? Kennst du mich? No, Lord. It's a lovely story. I mean, everybody loves Ananda. They move
move on to Pataligama. Und weiter geht's nach Pataligama. And there a city is being built. Und da wird gerade eine Stadt gebaut. And the Buddha is quite amazed by this place. Und der Buddha ist sehr, sehr beeindruckt von diesem Ort. And he says, this is such a good place for a city. The gods must have suggested it to these men. Also es ist so eine gute Stelle für eine Stadt. Die Götter müssen das den Menschen dort vorgeschlagen haben. And this city will survive. Diese Stadt wird überleben. And it is there today as Patna. Und es gibt die Stadt heute noch, die heißt Patna. And there the Buddha gives this teaching on the 5 benefits of being a good person. Und hier in Pataligama gibt der Buddha diese Lehre über die 5 Dinge, die 5 Vorzüge, ein guter Mensch zu sein. Very quickly, you will be wealthy, Ganz kurz, du wirst wohlhabend sein, a good reputation, du wirst eine gute Reputation haben you will have confidence. und du wirst Vertrauen haben. And I find this one fascinating. When you die, you will not be confused. Und das finde ich interessant, das nächste. Wenn du stirbst, wirst du nicht verwirrt sein. Because I live with Moksha Siddha, who's over here, Ich lebe mit Moksha, and he's a surgeon and a doctor. und er ist ein Internist und Arzt. And he says that even very sane people become confused at death. Und er sagt manchmal, dass sogar sehr, sehr gesunde Menschen oder geistig gesunde zum Todeszeitpunkt verwirrt werden. Yeah. But with living an ethical life, you should be clear at the point of death. Aber so wie der Buddha sagt, mit einem ethischen Lebensstil gewinnt man Klarheit am Ende des Lebens. And fifthly, you'll get a good rebirth. Und 5. du bekommst eine gute Wiedergeburt. They move on Und dann geht es weiter mit dem Roadtrip to Kotigama. nach Kotigama. And this is an 80-year-old man in pain walking all the time, yeah? Also ihr müsst euch den Buddha als 80-Jährigen in Schmerzen vorstellen, der die ganze Zeit barefoot wahrscheinlich auch, Ja. barfuß läuft. And there the Buddha gives again the teaching of the 4 noble truths Und auch hier gibt der Buddha die Lehre der 4 edlen Wahrheiten and the threefold path. Often und den dreifachen Pfad. Auch hier wieder oft. we'll come to that. Kommen wir dazu später. And some of these things, just look them up on Wikipedia later. Und Yeah? ihr könnt das alles in Wikipedia nachlesen. Yeah? Yeah, 4 noble truths. Suffering, cause of suffering, end of suffering, noble eightfold path. Also die 4 edlen Wahrheiten sind die Wahrheit vom Leiden, vom Ende des Leidens, vom Grund des Leidens, vom Ende des Leidens und von dem Pfad, der zum Leiden, zum Aufhören des Leidens führt. They move on to Nadika. Und dann geht es weiter nach Nadika. And a monk has recently died there. Und einer der Mönche ist vor kurzem dort gestorben. And Ananda says, so what has happened to him after his death? Und Ananda fragt den Buddha, was ist jetzt mit diesem Mönch nach seinem Tod passiert? So the Buddha tells Ananda what has happened to him. Und der Buddha erzählt dann Ananda, was mit ihm geschehen ist. And then suddenly Ananda is bringing up all these other names of dead monks and nuns, yeah? Und Ananda fragt nach weiteren toten Mönchen und Nonnen And lay people as well. und auch Laien. And the Buddha is answering these. Und der Buddha beantwortet all diese Fragen. About 700 names follow. Also in den Schriften folgen ungefähr 700 Namen. And the Buddha finally says, if you come to me with every death, I will grow weary. Und der Buddha sagt, wenn du so weitermachst und mich nach noch mehr Toten fragst, dann wird mir schwindelig werden. So he teaches Ananda how to recognize what has happened to somebody after their death. Und dann unterrichtet der Ananda darin zu erkennen, was mit jemandem nach seinem Tod geschieht. And while there, he teaches the threefold path. Und wo er schon gerade dabei ist, lernt er auch nochmal den dreifachen Pfad. They move on to Vesali, Und dann geht es weiter nach Vesali. where the Buddha gives a very detailed teaching on mindfulness. Und der Buddha spricht ganz detailliert dort über Achtsamkeit. And this is very trendy today. Und das ist sehr trendy today. Yeah. In Vesali, they stay in a mango grove. Und sie
übernachten dort in einem Mangohain. And it's owned by this courtesan called Amberpali. Und es wird von einer Kurtisane, dieser Mangohain gehört einer Kurtisane mit dem Namen Ambapari. Now this story doesn't need to be here, I just like it. Die Geschichte, die jetzt kommt, müsste eigentlich nicht im Vortrag sein, aber mir gefällt sie, deswegen ist sie drin. Amberpali is a courtesan. Ambapali ist eine Kurtisane She must have very wealthy lovers. und sie hat wahrscheinlich sehr, sehr reiche Liebhaber And she spends their money. und sie gibt das Geld aus And so she owns a mango grove. und wahrscheinlich mit dem Geld hat sie einen Mangohain gekauft. Auch. She must have charm, good looks and intelligence. Sie muss wahrscheinlich sehr voller Charme sein und gut aussehen und sehr intelligent. And she hears about the Buddha. Und sie hört über, dass der Buddha in der Nähe ist. So she gets out a number of her carriages Und sie lässt eine Reihe von ihren Wagen vorbereiten. and her people go to visit the Buddha. Und ihr Clan und sie selbst gehen und besuchen den Buddha. And the Buddha gives her teachings on the Dharma. Und der Buddha unterrichtet sie, lehrt ihr den Dharma. And she says, please, tomorrow bring your monks and come to dinner with me. Und sie sagt, morgen bring all deine Mönche und komm zum Abendessen zu mir. Now there's a very numerous people living in this area. Und es gibt sehr, sehr viele verschiedene Gruppen von Leuten, die in diesem Gebiet leben. And they're called the Lichavis. Und der Oberbegriff ist Lichavi. And they hear about the Buddha in the mango grove. Und die hören auch, dass der Buddha im Mangohain übernachtet. And a bunch of these young Lichavis decide to visit the Buddha. Und eine Gruppe dieser jungen Lichavis entscheidet sich dafür, den Buddha zu besuchen. And they must be wealthy. Und die sind auch sehr reich. Because the text says they each have carriages. Weil im Text heißt es, dass jeder dieser Jungen einen Wagen hatte. One has a blue carriage. Einer hat einen blauen And they have blue clothes und blaue Kleider and blue ornaments. und blauen Schmuck. The next is a red carriage Und dann gibt es einen roten Wagen with red cloths and red ornaments. mit roten Tüchern und Beschmückungen. There's a yellow carriage. Und es gibt einen gelben There's a white carriage. und einen weißen. And these are really cool young dudes. Und das sind wirklich coole, junge Dudes. I think if they were in Neukölln today, they'd all have white BMWs Und wenn es die heute in Neukölln gäbe, hätten die alle weiße BMWs. with chromium hubcaps Und mit Chromfelgen. and really loud silencers. Schön laute Anlagen. So they ride to the Buddhas, Und die fahren zum Buddha. and suddenly there's Ambapali coming in her carriage. Und plötzlich kommt auch Ambapali in ihrem eigenen Wagen. And they learn from her that she has invited the Buddha to dinner. Und sie erfahren, dass Ambapali den Buddha zum Abendessen eingeladen hat. And they said, no, we want to invite the Buddha to dinner. Und die sagen dann aber, nee, wir wollen den Buddha einladen. And they offer her 100,000 coins, yeah? Und sie bieten die Ambapali 100.000 Geldstücke an. And I find this amusing. Ich finde das sehr, sehr lustig. Because in England, so many Asians talk about getting their first 100 grand. Weil in England, wo ich herkomme, viele der asiatischen Leute sprechen davon, dass es ein wichtiger Moment ist, die ersten 100.000 zu verdienen. And it's the same figure in the Pali Und es ist Canon. der gleiche Betrag im Pali-Kanon. And Ambapali says, no way. Und Ambapali sagt, nee, behaltet euer Geld. You could offer me all of Vasali and all of its lands, it wouldn't be enough. Ihr könntet mir ganz Vasali anbieten und mit all seinen Ländereien, das wäre nicht genug. So these young devils, they go, okay, let's go and visit the Buddha anyway. Und diese Teufel sagen dann, naja, dann gehen wir einfach so den Buddha besuchen. And the Buddha gives them the Dharma, the teachings, Der Buddha unterrichtet sie and they say, why don't you come to us for dinner? und dann sagen diese Lichavis, warum kommst du nicht zu uns zum Abendessen? He says, too late, I'm already booked. Und dann sagen sie, zu spät, ich habe schon eine Verabredung. And they say, oh, that mango grove girl, Dieses Mädchen aus dem Mangohain, she has beaten us.
Die hat uns geschlagen. She has us outwitted, Die yeah? hat uns sozusagen ausgestochen. Yeah. And so the next day the Buddha does have dinner with Ambapali. Und am nächsten Tag geht der Buddha zu Ambapali zum Abendessen. Yeah. And she gives him the mango grow. Und sie schenkt ihm den Mangohain. Yeah. But one thing I really like in this story, Eine Sache, die mir sehr gut gefällt. just imagine these beautiful young men in lovely clothes. Yeah. Stellt euch diese schönen jungen Männer mit diesen Kleidern vor. And the Buddha turns to the monks Und der Buddha dreht sich zu den Mönchen and he says, if you haven't seen the gods from the heaven of the 33, Also wenn ihr noch nicht diese Götter aus dem Himmel der 33 gesehen habt, this is what they look like. so schauen die aus. So, whilst at Vasali, Also während der Buddha in Vasali ist, he taught the threefold path, unterrichtet er den dreifachen Pfad. often. Oft. Yeah. So, what on earth is the threefold path? So, was ist der dreifache Pfad denn jetzt? Well, there's a little bit of a history of the Buddha giving teachings. Es gibt eine Geschichte oder eine gewisse chronologische Abfolge, wie der Buddha unterrichtet. And the first clear account we get of the teachings is from a young man called Sariputta. Und die erste wirkliche Erwähnung finden wir an der Stelle, wo Shariputra das lehrt. Sariputta and his friend Moggallana are looking for a teacher. Shariputra und sein Freund Moggallana suchen nach einem Lehrer And they can't find one. und sie können niemanden finden. So they said, let's split up and look. Und dann sagen sie, lass uns auseinandergehen, getrennte Wege gehen und jeder einzeln suchen. And so they do that, and one day Sariputta sees one of the first enlightened disciples of the Buddha. Also sie trennen sich und eines Tages begegnet Shariputra einem der erleuchteten Schüler des Buddha His name is Ashvajit. mit dem Namen Ashvajit. And Sariputta is very impressed by the look of him. Und Shariputra ist sehr beeindruckt. And he says, what is your teaching? Und er fragt ihn, was ist deine Lehre? And he says, the teaching which comes from my own teacher is as follows. Und er sagt, hör gut zu, die Lehre geht folgendermaßen und ich habe sie von meinem eigenen Lehrer bekommen. He says, my teacher teaches the origins of things and their cessation. Also mein Lehrer unterrichtet den Ursprung, die Quelle der Dinge und ihr Aufhören. And Sariputta immediately becomes irreversibly on the path to enlightenment. Und nur durch das zu hören, wird Shariputra auf den Pfad zur Erleuchtung gebracht, und zwar auf eine Art und Weise, dass er nicht mehr zurückfallen kann. We call it stream entry. Und das nennen wir Stromeintritt. It's like pushing your boat out into a river Es ist wie wenn man ein Schiff in den Fluss rausschiebt and suddenly the current catches the boat und auf einmal wird das Boot von der Strömung erfasst. and you don't need to make any more effort. Du musst nicht keine weitere Bemühungen mehr machen. Just jump in your boat Einfach nur in das Boot reinspringen and you're away. und auf geht's. Yeah. So Sariputta goes off to find Moggallana, Und natürlich sucht Shariputra seinen Freund Moggallana. and Moggallana thinks he looks good. Und Moggallana, als er ihn sieht, denkt sich, wow, der sieht gut aus jetzt. And he says, the teaching I have found is as follows. Und Shariputra sagt, dass die Lehre, die ich gefunden habe, geht so. There is a teacher who says he has seen the cause of things and their cessation. Es gibt da diesen Lehrer, der sagt, er hat den Grund der Dinge, den Ursprung der Dinge gesehen und ihr Aufhören. And immediately Moggallana is a stream entrant. Und auch Moggallana wird direkt zum Strom angetreten. So the two go off to find the Buddha. Und die beiden versuchen dann zusammen den Buddha zu finden. And when they find the Buddha says, here are my two main disciples. Und als sie schließlich den Buddha finden, sieht der Buddha sie und sagt zu ihnen, sagt zu den Mönchen um sich herum, schaut, das sind meine beiden Hauptschüler. Later on, the teaching changes a little. Und später wandelt sich die Lehre ein
klein wenig. And last week, Padmavaja described this teaching. Und letzte Woche hat Padmavaja darüber gesprochen und diese Lehre beschrieben. And it's just a little bit longer. Und es ist ein klein wenig länger. I like to do it with hands. Und ich mag das mit Händen tun. Yeah? And the teaching is as follows. This being, that becomes. Find the right German now. Ja, ja. Wenn dieses ist, entsteht jenes. When this arises, that arises. Upon the arising of this, that arises. Wenn dieses entsteht, entsteht jenes. When this ceases, that ceases. Wenn dieses aufhört, hört jenes auf. When this arises not, that arises. No, that's wrong. Yeah. This being, that becomes. When arising, that arises. This not being, that does not become. Upon the cessation of this, that ceases. Wenn dieses aufhört, hört jenes auf. And that is the nature of existence. Und das ist die Natur der Existenz. Yeah? So, let's give some simple examples. Also jetzt gebe ich euch ein paar einfache Beispiele. If I have a tulip bulb, yeah, Zwiebel, yeah, Wenn ich eine Tulpenzwiebel habe, then I can have a tulip. dann kann ich eine Tulpe haben. No tulip bulb, Keine Tulpenzwiebel, no tulip. keine Tulpe. Yeah? A baby is hungry. Ein hungriges Baby, It cries. es schreit. The mother feeds it. Die Mutter füttert es. No crying. That's simple. Kein Weinen. I act badly to my friends. Ich verhalte mich schlecht meinen Freunden gegenüber. I am lonely. Ich bin einsam. I don't act badly. Wenn ich nicht schlecht handle, I'm not lonely. bin ich nicht einsam. Now, the thing is, this gets subtler and subtler and subtler. Und das Wichtige hier ist, dass natürlich diese Wahrheit man immer auf subtileren Ebenen verstehen kann. And the Buddha said, when there is egoistic craving, Der Buddha sagt, wenn es egoistisches Verlangen gibt oder Gier, there is suffering. dann gibt es Leiden. When that craving is gone, Wenn dieses Verlangen, diese Gier aufhört, wenn sie geht, that suffering does not exist. dieses Leiden existiert nicht mehr. Some people might think the suffering has gone somewhere. Und manche Leute denken vielleicht, dass das Leiden irgendwo anders hingegangen ist, No, it does not aber exist. es ist so, dass es einfach nicht mehr existiert. When the baby stops crying, when the baby stops crying, Wenn das Baby aufhört zu schreien, the crying hasn't gone somewhere. das Schreien ist nicht woanders hingegangen. It doesn't Es exist. existiert nicht mehr. Yeah? Now, we sort of know this instinctively, Wir wissen das natürlich instinktiv alles, but we're not able to reflect on this process creatively. aber wir sind nicht in der Lage, tief und kreativ genug darüber nachzudenken. If I stand by the coffee machine in Lidl Wenn ich an dieser Kaffeemaschine bei Lidl stehe and I stick in €1, und ich mache 1 Euro rein, I have a coffee. habe ich einen Kaffee. No euro, Kein Euro, no coffee. kein Kaffee. Now there are thousands of conditions going to bring my coffee into Also es existence. Yeah? gibt tausende von Bedingungen, um diesen Kaffee in Existenz zu bringen. Yeah. Hot water, coffee Heißes beans, Wasser, Kaffeebohnen, a cup, eine Tasse, a machine, die Maschine, a Lidl. ein Lidl. But if that euro is not there, Aber wenn dieser 1 Euro da nicht ist, no coffee. kein Kaffee. So this formula runs throughout the whole of existence. Also diese Formulierung, diese Wahrheit zieht sich durch die gesamte Existenz. And we have to meditate on it deeply. Und wir müssen tief darüber meditieren. And if we can see it to the depth of our being, Und wenn wir es tief genug in unserem Wesen sehen können, suffering is destroyed forever. Leiden wird für immer zerstört sein. And we are a Buddha. Und wir sind ein Buddha. Not complicated. Nicht kompliziert, But it is subtle. aber es ist sehr subtil. So the Buddha eventually said, I better
give them a teaching, Enlightenment for Dummies. Aber ich gebe Ihnen wahrscheinlich, da es so ein bisschen subtil ist oder sehr subtil, lieber eine Lehre für Dummies. And he gives us the Eightfold Path. Und er gibt uns den achtfältigen Pfad. And whereas the first teachings are really subtle, Und wenn man sich die ersten Lehren anschaut, sind die sehr, sehr subtil. the Eightfold Path is quite simple. Und im Gegensatz dazu ist der achtfältige Pfad sehr, sehr einfach. It's more like a cooking recipe. Eher wie ein Rezept, ein Kochrezept. Yeah. The first stage is to have some sort of insight into existence. Die erste Stufe ist, dass man eine gewisse Art von Einsicht in die Natur der Dinge hat. It could be negative, it could be positive. Es könnte negativ oder positiv sein. You could be watching the news and thinking there is so much suffering in the Es world. könnte sein, dass man die Nachrichten guckt und denkt, es gibt so viel Leiden in der Welt. Or you could come to a meditation class and have an amazing meditation. Oder auf der anderen Seite, man könnte auch zu einer Meditationsklasse kommen und eine fantastische Meditation haben. But both experiences have the effect of disturbing your view of the world. Und beide Erfahrungen könnten den Effekt haben, dass sie deine Sicht auf die Welt erschüttern. And you say, is there something better than this? Und man sagt, gibt es irgendwie was Besseres als das? And the rest of the Eightfold Path is how to realize that vision of existence. Und die letzten oder die nächsten 7 Stufen des Pfades, da geht es darum, diese Vision, die man hatte der Existenz, zu realisieren. And really you could look this up on Wikipedia. Und ihr könntet auch das nochmal bei Wikipedia nachschauen. Wikipedia is very good on Buddhism, yeah? Wikipedia ist fantastisch, wenn es um Buddhismus geht. But just very quickly, the next step is which emotions should you develop on the spiritual path? Aber ganz kurz, der nächste Schritt ist die Frage, was für Emotionen wollen wir auf dem Weg entwickeln. The path works if you're positive and have energy, yeah? Und der Pfad funktioniert, wenn man positiv ist und Energie hat. I've got to remember them now. How you speak is important. Wie man spricht, ist wichtig. Your speech should be ethical, yes? Wie man spricht, sollte ethisch sein. How you act should be ethical. Und dann als nächstes, wie man handelt, sollte heilsam sein. How you earn your livelihood. Wie man seinen Lebensunterhalt verdient. And maybe your job is ethical, Und vielleicht ist dein Job ein ethischer, but you're so exhausted at night you can't meditate. aber vielleicht bist du so müde abends, dass du nicht meditieren kannst. So you have to really look at your livelihood. Und Yeah? man muss sich deswegen auch seinen Lebensstil und Lebensunterhalt angucken. Then, what's the best way of making an effort? Und dann die nächste Frage, die nächste Stufe, was ist die beste Art und Weise, sich zu bemühen? We can make a lot of effort in the wrong direction. Man kann sehr, sehr viel sich bemühen, aber in die falsche Richtung. Then, how you're mindful is important. Yeah? Und dann als nächstes, dass auch Achtsamkeit wichtig ist. And the last is how you meditate. Und die letzte Stufe, wie man meditiert. Fantastic. Fantastisch. The Eightfold Path. Der achtfache Pfad. And we can all do it. Wir können das alle tun. But Aber in the last year of the Buddha's life, he thought, can I do a shorter version of this? Aber im letzten Jahr seines Lebens dachte der Buddha, kann ich da nicht nochmal eine Kurzversion von erstellen? And he did. Und das hat er getan. It's called the Threefold Path. Und das nennt man den dreifachen Weg. And there's only 3 things to remember. Und es gibt nur 3 Dinge, die man sich erinnern muss. Not 8. And they are ethics, meditation and wisdom. Und die sind Ethik, Meditation und Weisheit. Of course, the ethics is a natural ethics. Und natürlich ist Ethik eine natürliche Ethik. It's independent of religion. Es ist unabhängig von Religion. Yeah. I won't say much more about meditation, but wisdom is reflecting on the nature of existence. Ich sage nicht heute jetzt was zur Meditation, aber kurz zur Weisheit. Weisheit ist das Nachdenken, Reflektieren und Meditieren über die Natur der Existenz. So impermanence, for example. Zum Beispiel Vergänglichkeit. I better move on. Und jetzt geht's weiter. So, the Buddha goes
goes to Savatthi. Und nächste Station ist Savatthi. Now remember, the Buddha's 80 now. Und erinnert euch nochmal, er ist 80 Jahre alt. And the news comes to him that Sariputta and Moggallana have died. Und er erfährt in Savatthi, dass seine beiden Hauptschüler Shariputra und Moggallana gestorben sind. He knew Sariputta was going to die Und er wusste, dass Shariputra am Sterben lag. because Sariputta came and asked his permission to die. Weil Shariputra hat ihn besucht und gefragt, ob er hat seine Erlaubnis, um Erlaubnis gebeten zu sterben. So maybe these enlightened people can extend their lives a bit. Und vielleicht können Erleuchtete ihr Leben ein klein wenig verlängern. And then Sariputta goes off to do perhaps the most difficult thing in the world. Und dann tut Shariputra vielleicht das Schwierigste, was es so gibt im Leben. He decides to convert his mother to the spiritual path. Er entscheidet sich, seine Mutter zum Buddhismus zu konvertieren. And she probably still remembers washing his bottom as a baby. Und sie erinnert sich wahrscheinlich immer noch daran, wie sie ihm den Hintern abgeputzt hat als Baby. It's very hard for a mother to take your child so seriously. Es ist wahrscheinlich ziemlich schwierig für eine Mutter, das eigene Kind so ernst zu nehmen. And in this night where Sariputta is almost at the point of death, Und in der Nacht, als er fast stirbt, and he's staying at his mother's house, in dem Haus seiner Mutter, all these amazing mythical beings start visiting Sariputta because it's the end, yeah? all diese mythischen Wesen fangen an, Shariputra zu besuchen, weil es auf den Tod hinausläuft. The 4 great kings visit. Die 4 großen Könige. And his mother says, my son must be very important. Und auf einmal sagt die Mutter so, ja, mein Sohn ist wahrscheinlich doch sehr wichtig. And she opens up to her son. Und sie öffnet sich ihm gegenüber. He gives her the Dharma. Er gibt ihr die Lehre. She's on the path. Sie ist auf dem Pfad. And he then says, woman, you may go. The birth debt is paid. Und er sagt, Mutter, du kannst jetzt gehen. Die Geburtsschuld ist nun zurückgezahlt. And then Sariputta gets on with his death. Und dann stirbt schon. But I find it interesting. The Buddha, when he hears of the death of these two, he thinks it's not just the death. They've had their own Paranirvanas. They were enlightened. Und natürlich, weil die beiden erleuchtet sind, ist es nicht ein normaler Tod, sondern auch für die beiden ein Paranirvana. And he reflects, I cannot think that Sariputta is down teaching the monks there. Und ich kann jetzt nicht mehr davon ausgehen, dass Shariputra die Mönche dort unterrichtet. Or Moggallana is down by the river. Oder Moggallana da unten am Fluss ist. They're not there. Die sind nicht mehr da. Now, I want to compare this with my experience of ordinary death. Ich will das mit meiner eigenen Erfahrung beschreiben, Erfahrung mit gewöhnlichem Tod. And I remember this old order member called Chanda. Und ich erinnere mich an Chanda, ein Ordensmitglied. And we had some sort of relationship. Und wir hatten eine gewisse Freundschaft. And he came and told me, he said, I've stopped taking my heart pills. Und er hat eines Tages zu mir gesagt, ich habe aufgehört, meine Herztabletten zu nehmen. He'd had enough. Er hatte genug. And he told us that his heater in his house was not working. Und er sagt, die Heizung funktioniert auch nicht bei mir zu Hause. So I got my box of tools, and with a friend, Varakanti, we went to repair his heater. Und ein Freund und ich sind zu seinem Haus gegangen und haben die Heizung repariert. And we got to his house. Und wir kommen dorthin. Now, a little while earlier, on a Sunday, I had visited a crematorium. Und ein, 2 Sonntage vorher war ich zu Besuch in einem Krematorium. And standing in the middle of this crematorium, Und als ich dort stand, in diesem Haus, I was aware of a vibration in the air. wurde mir bewusst, dass es da eine gewisse Vibration in der Luft gab. The same sort of vibration when you look at a railway track on a hot summer's day. Also dieselbe Vibration, wie wenn man so eine Eisenbahnschiene an einem heißen Tag so flimmern sieht. And the air vibrates. Die Luft hat so geflimmert. And Tarapalata, didn't you have this experience? Was it your grandfather? Und Tarapalata hatte mit seinem Großvater auch so ein Erlebnis. And when your grandfather died, you saw a vibration. Is that true? Und du hast das auch gesehen bei deinem Großvater. Yeah. So I get to Chanda's house and it's all dark. Und ich komme in dieses Haus von diesem Ordensfreund, es ist alles dunkel. And I ring the doorbell Ich klingle
and this vibration comes to the door. Und dieses Flimmern kommt durch die Tür. I thought, he's dead. Und ich denke mir, er ist tot. But it was so friendly, I thought, he can't be dead. Aber es war so freundlich und ich dachte, er kann nicht tot sein. And then Varakanti, she jumped up on the windowsill, Und die Freundin von mir ist auf das Fensterbrett geklettert and she looked in, and he was dead on the floor. und sie hat reingeschaut und er lag da auf dem Boden tot. So she climbed through the window Ist durchs Fenster geklettert, and let me in, hat mich reingelassen and there he was dead on the floor. und er war tot. He was only about 4 hours dead because somebody had seen him earlier that Er day. war ungefähr erst 4 Stunden tot. But I thought he was alive for a minute because his tummy made so much noise. Aber ich dachte, er wäre noch am Leben, weil sein Bauch so viele Geräusche gemacht hat. 2 days later, I went to the undertakers to pick him up with a vehicle, yeah? 2 Tage später war ich dann bei einem Bestatter, um ihn abzuholen. And I went with this lovely man called Andrew. Und ich bin mit Andrew dahin gefahren. And we arrived at the undertakers, Wir kommen da an, beim Bestatter. and there were all coffins everywhere, tiny ones, big ones. Es gab überall Särge. And this strange little man came up to me. He looked like an Igor from a Frankenstein movie, yeah? Und dieser komische kleine Mann kam, der aussah wie aus einem Frankenstein-Film entsprungen. I said, I've come for the body of, what was it? I forget his English name, doesn't matter. James Smith, yeah? Ich komme, um James Smiths Leiche abzuholen. The inspector said, there's a problem. Das ist das Problem. I said, what's that? He goes, he's not in his box. Und der Bestatter sagt, es gibt ein Problem, der ist nicht in seiner Box. So he went off to find Chanda. Und er ist also los und hat Chanda gesucht. I remember looking around the corner and seeing some toes at the end of a trolley with a label on it. Und ich Yeah? habe um die Ecke geguckt und sehe diesen C mit einem kleinen Schildchen dran. And then eventually this trolley bounced through with Chanda on it. Yeah? Dann kommt dieser Wagen an mit Chandas Leiche drauf. And the fella laid this coffin beside the trolley. Und dann hat der Bestatter den Sarg neben den Wagen gestellt. And he told Andrew to take his feet. Und er hat Andrew gesagt, halt die Füße. And I took his shoulders and head. Ich habe die Schulter und den Kopf genommen. And then he tipped the whole trolley so that Chanda fell into the coffin. Und dann hat er den ganzen Wagen so gekippt, dass der Leichnam in den Sarg fällt. And the rigor mortis was gone now. Rigor mortis, when the body is dead. Ah ja, die Leichenstarre war zu der Zeit nicht mehr da. So Chanda fell in like a sack of potatoes. Und deswegen ist Chanda wie so ein Kartoffelsack reingefallen. And he felt like a turkey that you've just taken out of the fridge. Und es hat sich angefühlt wie so ein Truthahn, den man aus dem Eisfach holt. Yeah. Kühlschrank. And one of my most precious memories Und eine meiner wertvollsten Erinnerungen, was looking at Andrew's face. Andrews Gesicht mir anzugucken. Was Chanda did look miserable. Chanda hat wirklich nicht gut ausgesehen. We drove him home in the coffin. Also wir haben ihn heimgebracht im Sarg, We brought him into the community, in die WG, put him in the middle of the shrine room, in die Mitte des Schreinraums, lifted the lid, haben den Deckel abgenommen and he looked happy. und er hat ziemlich glücklich ausgesehen. Of course his mouth hadn't changed, Sein Mund hat sich nicht verändert, but he looked happy. aber er hat glücklich ausgesehen, Because actually he was home. weil er zu Hause war. He'd lived in this community in the past, yeah? Er hat in der Vergangenheit dort gewohnt. So, he was there for about the next 7 days. Und er war dort für 7 Tage. And I'd got somebody to put preservative in him before. Und wir haben dann so eine Art Konservierungsmittel in ihn reingegossen. Yeah. So he didn't smell. Aber Yeah. er hat nicht gerochen. And every morning you'd come down at 6:30 in the morning for meditation. Jeden Morgen um 6:30 kommt man da runter. And you stood there, open the door. Du öffnest die Tür. You went, oh, there's a dead body in the middle of the room. Und denkst, oh, da liegt einer tot in der Mitte vom Raum. And your meditation posture in the morning meditation was amazing. Und die Meditationshaltung morgens war absolut fantastisch. We were so upright. So aufrecht. And over the days, the
atmosphere around his body changed. Yeah? Über die Tage hat sich die Atmosphäre geändert rund um ihn. On the first days, he was very much in his body, Die ersten Tage war er sehr im Körper, but the atmosphere spread out day by day. aber diese Atmosphäre hat sich Tag für Tag nach außen hin verschoben. And it became thinner. Es wurde dünner. On the 8th night, we took him to the Buddhist center, Und am 8. Abend haben wir ihn zum Zentrum gebracht and the order meditated around him in a circle. und haben im Kreis um ihn herum meditiert. And when I shut my eyes, I imagined him sitting in meditation. Und wenn ich meine Augen geschlossen habe, habe ich ihn mir in Meditationshaltung vorgestellt. And Satyaraj had the same experience. Und Satyarja hatte auch dieses Bild im Kopf. The next day, I came in for the funeral. Und am nächsten Tag war die Beerdigung. I was leading it, Ich habe sie geleitet. and Chanda, his body was there, but he was gone. Und den Eindruck, den ich hatte, war, dass sein Körper noch da war, aber er war weg. And he'd gone slightly green. Er wurde leicht grün. And I felt a bit bad that I'd lost my relationship with him. Und ich habe mich ein bisschen schlecht gefühlt, dass meine Beziehung zu ihm weg war. But I heard others saying, he's gone. Und andere haben aber auch gesagt, er ist weg. We went to the crematorium, Und dann zum Krematorium, and we did the Metta Bhavana, haben die Metabhavana gemacht. and order members had come from around the country. Viele Ordensmitglieder kamen von überall her, We were many Buddhists there, viele Buddhisten. and I felt the metta going round the room. Ich habe das Metta gespürt, wie es im Raum rumgeht. And suddenly the metta went across the universe. Und dann plötzlich ist das Metta durchs Universum geschossen. I thought, got him. Jetzt haben wir ihn. It was just like when they hit the warp drive in Star Trek. Warp drive, it's when they go faster than light. This is okay, yeah. It was, you know. So ungefähr wie in Star Trek. Yeah, yeah. And you don't, and these are my words, and that was my experience. You don't have to believe that, but really that was my experience. Also es sind natürlich nur meine Worte und meine Erfahrungen, ihr müsst das nicht alles so glauben. Yeah. But what's interesting in all this is death is clearly a process. Was aber interessant ist, dass Tod im Endeffekt wahrscheinlich ein Prozess ist. And according to Buddhism, Chanda will, after a while, be looking for new parents. Und laut der buddhistischen Lehre wird Chanda nach einer Weile wieder nach neuen Eltern suchen And he will be reborn again und wiedergeboren werden. as a girl or a boy, yeah, Als ein Junge oder Mädchen. and the whole thing goes round. Und das Ganze beginnt wieder. So this is normal death. Das ist ein normaler Tod. Moggallana and Sariputta have done something else. Aber Moggallana und Shariputra waren auf einer anderen Ebene. And the Buddhists would say, after a Buddha's died, you cannot say that he is dead. Der Buddha sagt, nachdem jemand, der erleuchtet ist, stirbt, kann man nicht sagen, der Buddha oder die erleuchtete Person ist tot. You cannot say they are alive. Du kannst auch nicht sagen, dass sie lebendig sind. You cannot say that they are both alive and dead, Man kann auch nicht sagen, dass sie beides sind, also sowohl lebendig als auch tot. nor are they neither alive nor Und dead. weder sind sie, noch sind sie nicht tot oder nicht am Leben. So, let's bring the Buddha's journey to a close. Und Yeah? jetzt kommen wir zum Ende dieses Roadtrips. He arrives at wait, one thing, he suddenly gets huge pains on his journey. Also auf einmal bekommt er aber riesige Schmerzen And he realizes he's dying, und er realisiert, dass er stirbt. and he says, no, the wrong time. Er sagt, nee, jetzt ist noch nicht die richtige Zeit. He'd like to say farewell to his Er disciples. möchte noch sich verabschieden von seinen Schülern. So he suppresses the illness, Er unterdrückt die Krankheit extends his life, und verlängert sein Leben and then completely recovered, carries on with his und journey. wird wieder gesund und geht weiter. Yeah. He arrives at Kusinara. Und dann erreicht er Kusinara. Yeah. And the Buddha arrives with many monks. Und er erreicht Kusinara in der Gefolgschaft vieler Mönche. And they go to the Sala grove, Und die gehen zu den Sala-Hainen, where these beautiful Sala trees are growing. wo diese Sala-Bäume wachsen. And the Buddha lies down on his right-hand side to die. Und der Buddha legt sich auf die rechte Seite, um zu sterben. And poor Ananda can't handle it. Und Ananda kann das nicht ertragen. And he goes off and he's weeping. Und er geht weg und schluchzt. And the Buddha says, where's Ananda?
was always so kind to me. Ananda, der immer so freundlich zu mir war. Tell Ananda to come. The teacher calls you friend, Ananda. Also sag Ananda, er soll kommen. Der Lehrer sieht dich als Freund. And he says, Ananda, I've explained this so often. Ananda, ich habe das so oft erklärt. That which is born must die. Das, was geboren wird, muss sterben. What comes together must come apart. Was zusammen kommt, muss auch wieder auseinandergehen. You know this. Du weißt das doch. Yeah. He says, okay, to work. Go to the next town and tell the Malians to come and say their goodbyes. Yeah? Und dann gibt er einen Auftrag und sagt, geht zu diesen Malias ins nächste Dorf und sagt denen, sie sollen zu mir kommen. And all the Malians come crying and weeping, the children, the women, the men, they're all Alle crying. Malians kommen zum Buddha und sind alle am Weinen. And in a single line, they all come up to say goodbye to the Buddha. Und in einer Linie kommen sie alle, in einer Reihe kommen sie alle und verabschieden sich vom Buddha. And Einzeln. Ananda says, this is going to take all night. Und Ananda sagt, das wird die ganze Nacht dauern. He says, look, find representatives amongst yourselves and they can come. Und Yeah? dann sagt er, findet einfach Vertreter unter euch und die sollen sich verabschieden. Yeah? So the Malians have seen the Buddha. Yeah? Die Malians waren da. And the Buddha is now preparing for his death. Buddha bereitet sich auf den Tod vor. And this fella called Subhadra hears about this fella, the Buddha. Und dann gibt es diesen einen Menschen, Subhadra, der hört auf einmal, dass der Buddha im Sterben liegt. Now it's a very important time in the Buddha's life. Das ist ein sehr wichtiger Zeitpunkt im Leben des Buddha. All the monks, the nuns, the disciples are all around him in Alle hundreds. Mönche, Nonnen und Schüler, Schülerinnen sind in Hunderten um ihn herum. And Subhadra comes forward, I've got a question to ask him. Und Subhadra sagt, ich habe hier noch eine Frage. Yeah? And Ananda goes, not now. Und Ananda sagt, nee, jetzt nicht mehr. And he asks him a second time and a third Und er time. fragt nochmal ein drittes Mal. And Ananda's going, not now. Und Ananda sagt, nee, jetzt nicht. And the Buddha hears this, he says, come. Und der Buddha hört dieses Gespräch und sagt, komm her. And Subhadra explains, I've heard all these teachings from all these teachers, and I'm now full of doubts. Und Subhadra sagt, ich habe diese ganzen Lehren von unterschiedlichen Lehrern gehört und ich bin voller Zweifel, ich weiß gar nicht mehr, was ich glauben soll. And the Buddha just goes quiet. Ruhig. Where you can find the Eightfold Path, that is the way. Dort, wo du den achtfältigen Pfad findest, das ist der Weg. And Subhadra, this great faith arises in him. Und dieses große Vertrauen entsteht in Subhadra. And he says, I want to join the order. Und er sagt, ich will dem Orden beitreten. And the Buddha says, well, normally there's a 4-month probationary period. Und der Buddha sagt, normalerweise gibt es eine 4-monatige Testphase. Yeah. And Subhadra goes, make it 4 years. Und Yeah. Subhadra sagt, mach daraus 4 Jahre. And the Buddha turns to Ananda and says, ordain him now. Und der Buddha sagt zu Ananda, ordinier ihn jetzt. And then the Buddha just turns to all the monks and nuns. He says, does anybody have doubts in Und my dann in me? fragt der Buddha nochmal alle Mönche, Nonnen, habt ihr irgendwelche Zweifel noch übrig? I find this a really embarrassing situation. Und ich finde das eine sehr, sehr komische Situation. Imagine standing up and saying, are you really enlightened? Könnt ihr euch vorstellen, dann sagt, bist du denn jetzt wirklich erleuchtet? He doesn't see the time or place, does Also, he? es hört sich so an, als wäre das der richtige Zeitpunkt. Yeah. Und Ort. Yeah. And the Buddha, he's aware of Und this. der Buddha ist natürlich sich dessen gewahr. So he says, perhaps you're a bit frightened about speaking out. Also vielleicht habt ihr ein bisschen Angst, hier laut zu sprechen. So all chat amongst yourselves, Also unterhaltet euch kurz hier and one of your friends can ask the question for you. und deine Freunde können, wenn du Zweifel hast, die Frage für dich stellen. I find this so humane. Und das ist so menschlich. Yeah? And nobody has a question. Und niemand hat eine Frage. And the Buddha says, I actually know that none of you have doubts. Der Buddha sagt, ich weiß es, dass niemand von euch Zweifel hat. And then it is time for the Buddha's death. Dann Or ist die Zeit gekommen für den Paranirvana des Buddha. Paranirvana is better. And but he gives his last teaching. Aber er gibt noch eine letzte Lehre. So he's given the Eightfold Path. Den achtfältigen Pfad hat er vorher gegeben, He's given the Threefold den Path. dreifältigen. And now he gives his teaching in 2 sentences. Und
jetzt verkürzt er das nochmal auf 2 Sätze. And he says, everything that comes together will come apart. Und er sagt, alles, was zusammenkommt, wird auseinandergehen. With mindfulness, strive. Bemüht euch weiter mit Achtsamkeit. They didn't have a word like Buddhism in those days. Es gab damals kein Wort für Buddhismus. What they had was Dharma Vinaya. Das Wort, das sie benutzten, war Dhamma Vinaya. And Dharma were all the truths, all the insights, all the observations. Und Dhamma war die ganzen Wahrheiten, die ganzen Beobachtungen. And Vinaya were all the methods of seeing these truths. Und Vinaya bedeutet all die Methoden, diese Wahrheiten zu sehen. And so the two together, the insights and the practices, Und die beiden zusammen, diese Einsicht und die Praktik, is the Dharma. das ist der Dhamma. And in these last words, you have Dharma Vinaya. Diese letzten Worte sind Dhamma Vinaya. Everything comes to pieces. Alles fällt auseinander. If you practice with mindfulness, you'll see this. Und wenn du mit Achtsamkeit praktizierst, wirst du das sehen. And when you see that everything comes Und wenn apart, man das realisiert, dass alles auseinanderfällt, it's very hard for one's own greed to grab onto things. es ist sehr, sehr schwierig für die eigene Gier an irgendetwas festzuhalten. Everything you try and grab will come apart. Alles, was man versucht festzuhalten, wird auseinanderfallen. And you, the grabber, will come apart. Und du, der festhältst, wirst auch auseinanderfallen. Yeah? And these are the last words of the Buddha. Und das sind die letzten Worte des Buddha. And then he closes his eyes and goes all the way up through all the superconscious states. Und dann schließt er seine Augen und geht in seinem Geist, in seinem Bewusstsein nach oben all die höheren Bewusstseinszustände hinauf. And he gets right to the ninth, which we don't normally talk about. Und er geht den ganzen Weg hoch bis zum 9. Dhyana, über das wir normal gar nicht sprechen. And Ananda says, he's gone. Und Ananda sagt, er ist weg. And Subhadra goes, no, he hasn't. Und Subhadra sagt, nee, ist noch da. He's in the ninth. Er ist im 9. Stockwerk. And then down comes the Buddha again, down through all these superconscious Und dann states. kommt der Buddha wieder herunter, einen nach dem anderen. Then he goes back up to the fourth Dann geht er hoch ins 4. Dhyana and into his Paranirvana. und ins Paranirvana. Das ist alles. Thank you very much. Well, thanks very much, Lalitaratna, Vielen Dank, Lalitaratna. for this, well, what